Hallo zusammen und willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute ist nicht Brautag, sondern ich möchte heute mal über die Malze reden, die nicht aus Gerste gemacht werden. Das sind alle speziellen Malze, die aus Weizen, Dinkel, Roggen und Hafer gemacht werden. Ich habe mit einigen von denen schon ein bisschen Erfahrung und ich dachte, ich teile das einfach mal so in einer ganz einfachen, grundlagenorientierten Sache, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Also, Weizenbiere sind sehr populär und sehr bekannt und in Deutschland darf sich ein Bier Weizenbier nennen, wenn es mindestens 50% Weizenmalz enthält. Das bedeutet, wenn ihr damit anfangt, dann würde ich euch auch empfehlen, eine 50-50 Schüttung zu machen. Zum Beispiel so, dass man auf ungefähr 1 Kilo pro Gallon kommt. Also dann ist man nachher bei ca. 12% Stammwürze, ungefähr 5% Alkohol und damit kommt man ganz gut an ein typisches Weizen heran. Das Besondere bei all diesen Nicht-Gerstenmalzen ist, dass man andere Rasten einlegen muss oder zusätzliche Rasten einlegen muss, die bei der Gerste allein nicht der Fall sind. Und wenn man von englischen Bieren auskommt, wie ich zum Beispiel, ist das besonders schwierig, weil ich halt gerne einfach die Kombirast bei 66 Grad mache und sonst gar nichts. Manchmal kommt es auch vor, dass ich was mit Weizen mache und vergesse, dass man andere Rasten einhalten muss und dann geht das Ganze schief. Also, ich benutze gerne für Weizenbier die Besserbrauer-Anleitung, die bei meiner allerersten Besserbrauer-Box dabei war. Die Sache findet ihr aber auch überall im Internet, also lasst euch da nicht einschränken und es gibt auch verschiedene Varianten davon. Für Weizen sowie Dinkel benutze ich folgende Maischprozedur. Einmaischen bei 55 Grad und dann das Ganze so, dass die 53 Grad 10 Minuten lang gehalten werden. Das ist die sogenannte Glucanase-Rast, glaube ich. Beta-Glucan ist ein Stoff, der in Weizen sehr viel vorhanden ist und Dinkel und anderen Malzen. Und der erzeugt eine Viskosität, die den Läutervorgang nachher erschwert. Also wenn ihr vernünftig läutern wollt, dann geht das nicht, dass eure Flüssigkeit sehr viskos ist und dementsprechend müsst ihr das Beta-Glucan loswerden und das werdet ihr bei 53 Grad. 53 Grad habe ich gesagt, genau. Es gibt auch eine Eiweißrast bei 45 Grad, die wird auch von einigen empfohlen, damit habe ich allerdings noch nie gearbeitet. Da müsstet ihr euch woanders weiter einlesen. Also Weizen und Dinkel benutze ich von der Maischprozedur genau gleich. Es gibt allerdings leichte geschmackliche Unterschiede. Das Weizen hat einen sehr leichten, relativ dünnen Geschmack. Ich mochte früher Weizenbiere besonders deswegen, weil sie wenig gehopft und wenig bitter sind, allerdings nicht wegen des Weizenmalzgeschmacks an sich. Das bananige Aroma kommt von der Hefe, das kriegt ihr bei allen Malzen, wenn ihr die passenden Hefen benutzt. Und besonders eben bei den Vieren, die nicht aus Gerste sind. Und der Geschmack von Weizen kann auch, je nach Abhängigkeit, was die Hefe damit anfängt, eine gewisse Säure hervorrufen. Also Weizenbiere schmecken leicht säuerlich. Bei Dinkel sind einige dieser Eigenschaften anders. Also Bananengeschmack ist auch ähnlich möglich, je nach Hefe. Der Säuregeschmack ist deutlich weniger, so wie ich das bisher ausprobiert habe. Und Dinkel hat einen Geschmack, der eher wieder zur Gerste geht. Also er ist kerniger, kräftiger als beim Weizen. Und das gefällt mir persönlich besser als als echtes Weizenmalz. Deswegen, wenn ich so was für mich braue und ich möchte sowas Weizenähnliches haben, dann brauche ich einfach mit Dinkel. Und ich kriege dann einen Geschmack, der mir besser gefällt. Da kann ich euch nur empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Das dritte Malz bei uns in der Reihe ist das Roggenmalz. Roggenmalz erzeugt einen sehr anderen Geschmack als die ersten beiden Malze, der für mich am ehesten pfeffrig ist. Also es ist ähnlich wie Weizen, man hat auch ein Bananenaroma, man hat auch eine Cremigkeit, allerdings hat man einen deutlich pfeffrigen, würzigen Geschmack, als wären Gewürze drin, sowas in der Art. Aber nicht so fruchtige Gewürze oder zitronige Gewürze oder blumige Gewürze, sondern wirklich pfeffrig, erdig, bodenständig. Es ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen Weizenbrot und Roggenbrot, allerdings schmeckt Roggenbier, was man wirklich aus Roggenmalz herstellt, an sich nicht sehr brotig, meiner Meinung nach. Müsst ihr mal selber überlegen. Roggen hat noch eine spezielle Eigenschaft, nämlich, dass Stoffe enthalten sind, die das Läutern extra erschweren. Mehr noch als das Beta-Glucan. Und um dem vorzubeugen, macht man eine sogenannte Gummirast bei 35 Grad. Also ich mache es bei Bieren, vor allem wenn ich nur ein bisschen Roggenmalz hinzufüge. Zum Beispiel hatte ich mal ein Irish Red gebraut mit 16% Roggen und da habe ich einfach das Roggenmalz vorher in warmem Wasser, also 35 Grad warmem Wasser, 10 Minuten, 20 Minuten, irgendwie sowas aufbewahrt. Und danach kam das zusammen mit dem ganzen Rest, Kombirast und fertig. Bei einem Bier, wo ich 50% Roggen benutze,
was ich wieder als Einstieg empfehlen würde, wobei Roggen sehr starken Geschmack hat. Also ich fand 33% am besten, war immer noch sehr gut schmeckbar, das Aroma vom Roggen. Also 33%, wenn es einfach sein soll, 50%, wenn ihr wirklich merken wollt, was Sache ist. Dann fangt ihr bei 35 Grad an und es gibt Quellen im Internet, die sagen, man soll das bis zu einer Stunde machen. Also ich habe mit 20 Minuten sehr gute Erfahrungen gemacht, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lieber länger. Das Ganze bei 35 Grad wirklich lange und dann hochheizen auf 53 Grad und dann gleich wie beim Weizen. Ja. Und dann bekommt man beim Roggen halt auch ein sehr interessantes Bier, was ich echt lecker finde. Die vierte Malzart in der Reihe ist Hafermalz. Hafermalz ist was Besonderes. Es gibt nämlich Quellen, die sagen, da ist überhaupt kein Enzym drin und deswegen kann man das überhaupt nicht vernünftig vermeischen. Und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt und man muss viel Gerste dabei haben. Es gibt allerdings ein sehr schönes Paper von der Universität von Cork in Irland. Ich glaube, die Professorin ist eine Deutsche, die sich mit dem Brauen von 100% Hafermalz auseinandergesetzt haben. Und das ist etwas, was ich in einem späteren Video mal ausprobieren werde. Jedenfalls sprechen die davon, dass es eine optimale Maischprozedur gibt, bei der man auch mit reinem Hafermalz entsprechend Erfolge erzielen kann. Ich musste kurz das Paper nochmal nachgucken, weil ich das nicht zur Hand hatte. Um ein Bier mit 100% Hafermalz zu machen, und ich denke, die Maischrasten kann man für 50% Hafermalz genauso übernehmen, nur dass es ein bisschen mehr Chancen hat, vernünftig zu werden, falls man das zum ersten Mal macht. Einmaischen empfehlen die bei 45 Grad und zwar 20 Minuten lang, das ist die Eiweißrast. Dann Erhöhung auf 62 Grad und das Ganze für eine halbe Stunde, das ist die Maltoserast. Und dann 20 Minuten bei 72 Grad für die Verzuckerungsrast. Und diese 3 Stufen reichen bei denen aus, um eine ausreichend hohe oder halbwegs vernünftige Extraktion zu haben. Was relativ wichtig an der Sache ist, wenn man Hafermalz benutzt und einige von den anderen Malzen wahrscheinlich auch im Verhältnis zur Gerste, ist immer, man bekommt weniger Extrakt raus. Beim Hafer ist das ganz besonders so, weil mehr nicht vergärbare Stoffe darin enthalten sind. Das Tolle andererseits ist, dass diese Stoffe am Ende der Fermentation noch übrig sind. Das heißt, die verleihen ein deutlicheres Mundgefühl, cremig, viskos. Das sind so Sachen, die ich selber, also mit Mundgefühl, da habe ich sehr wenig bisher feststellen können. Aber wenn ich das mal mit 100% Hafermalz braue, dann merkt man es vielleicht. Ich möchte jetzt gleich auch noch für euch mein Bier mit 50% Hafermalz verkosten, was ich gemacht habe, bevor ich das Paper gelesen habe. Da habe ich nur mit meiner Kombirast vermelzt und hatte extreme Probleme nachher beim Läutern, weil eben keine Eiweißrast vorgenommen wurde. Also die 45 Grad auf jeden Fall machen und bei den anderen Malzen die 52 und bei Roggen die 35. So, was ich noch sehr interessant an Hafer fand, war, dass in dem Paper, wo die eine sehr fruchtige, untergärige Hefe benutzt haben, da erzählen die, dass es Aromen von Joghurt und Himbeere gab. Das werde ich also jetzt gleich auch versuchen. Ich habe allerdings mit einer untergärigen Hefe verbraut, die sehr neutral ist. Das ist meine Imperial Yeast Harvest Lager, heißt die. Ach so, was man natürlich bedenken muss, ist, dass ein Bier, was viel Hafermalz enthält, weniger Alkohol haben wird als ein Bier aus Gerste, wenn man die Schüttung nicht verändert. Und man kann dann entweder die Schüttung so verändern, dass die Stammwürze stimmt, dann hat man schon mal mehr extrahiert. Dann hat man allerdings immer noch mehr nicht fermentierbare Stoffe im Sud. Das heißt, am Ende wird trotzdem ein bisschen weniger Alkohol entstehen, bei gleicher Stammwürze. Oder man erhöht die Schüttung weiter, dass die Stammwürze höher liegt als bei einer Gerstenmalzschüttung. Dann wird die richtige Menge Alkohol am Ende entstehen. Man hat allerdings besonders viel Stoff am Ende noch übrig. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen experimentieren, was davon die meisten Vorteile hat. Man möchte ja auch niemanden mit einem Haferbier erschlagen. Eine der besonders interessanten Sachen an Hafer ist, dass sie kein Gluten enthalten und deswegen ist das Bier natürlich glutenfrei. Das könnte man, wenn man in einer Brauerei wäre, wahrscheinlich noch als Marketing-Sache dazugeben. Für die Leute unter euch, die glutenunverträglich sind und gerne Bier selber brauen würden, würde ich Hafermalz als erstes empfehlen. Es gibt noch Alternativen wie Buchweizenmalz und ein paar exotischere Körner und zum Beispiel Quinoa, glaube ich, und auch andere Sachen gibt es, da würde ich erst später ran. Dann wäre wirklich Hafermalz der Moment, wo man anfängt. So, dann probieren wir mal. Da bei meinem Haferbier das Läutern nicht funktioniert hat, weil ich nur die Kombirast gemacht habe, sind hier relativ viele Schwebstoffe drin und die haben sich jetzt gut abgesetzt, aber ich glaube, wenn die Kohlensäure zu stark ist, dann kommen die alle wieder hoch. Deswegen werde ich jetzt schön vorsichtig einschütten.
und schaue gleich mal, ob das Bier dann am Ende noch klar ist. So, ich habe jetzt ein bisschen Flüssigkeit übrig gelassen und das ist jetzt mit dem Bodensatz dann weg. So, also was sieht man? Es gibt einen Mythos, dass Hafer den Schaum zerstört. Das ist hiermit widerlegt. Tatsächlich wird das auch in dem Paper untersucht und die Aussage ist, dass das wirklich sehr darauf ankommt, wie man die Rasten macht und deswegen ist das auch so wichtig, die richtigen Rasten zu benutzen. Der Schaum ist von der Konsistenz anders als bei einem Weizen, wo der Schaum ja sehr eiweißhaltig ist. Das hier wirkt eher so ein bisschen ja cremig, ähnlich wie beim Roggenbier. Roggenbier hat auch keinen Eischneeschaum-Konsistenz, sondern eine andere. So, riechen wir mal. Es riecht sehr erdig und irgendwie so ein bisschen muffig. Vielleicht ist es der Hafer, vielleicht sind auch einfach noch Hefereste drin, die nicht richtig sich abgesetzt haben. Kann ich so nicht sagen. Ich habe das Ganze gehopft mit Target und Target kann auch komische Aromen hervorrufen. Das werde ich also beim nächsten Mal auch besser trennen müssen. Das enthält für meine typische Gallon Bier 3 Gramm Target und zwar jeweils 90 Minuten, 10 Minuten und am Ende des Kochens, also bei 80 Grad Kalthopfen. Und ich rieche auf jeden Fall auch das Zitronenaroma von dem Target. Also ich erkenne vielleicht so einen Hauch von einem cremigeren Mundgefühl, aber wie gesagt, das ist nicht meine Stärke. Das habe ich irgendwie, also ich habe auch schon Hafer-Stouts gemacht und so, ich merke da nie einen großen Unterschied. Es hat auf jeden Fall eine Fruchtigkeit im Geschmack, die anders ist als das, was der Target macht. Aber es ist ganz, ganz, ganz wenig. Also es ist auf jeden Fall von der Art echt toll. Aber wenn ich da klare Aussagen zu machen muss, muss ich erstens vernünftig maischen. Zweitens mache ich vielleicht 100%, um einfach mal zu gucken, wie es aussieht. Also 100% Hafermalz. Und ich muss das mit der Hopfung nochmal zurückfahren und neutraler gestalten, damit das Ganze ein bisschen klarer wird. Aber es ist an sich schon echt nicht schlecht. Schmeckt bei weitem nicht so lecker wie mein Roggenbier. Aber wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht genau, woran das liegt. Das Roggenbier und die anderen Biere habe ich immer sehr dezent gehopft, da war das anders. Ja, und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wieder Brautag ist. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt was gelernt und macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.